Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal LDD Smart Home. Im heutigen Video möchte ich euch mal wieder ein Produkt vorstellen, und zwar geht es um den Batteriespeicher von Jackery, dem HomePower 2000 Ultra. Der ist brandneu auf dem Markt und Jackery hat ihn mir vor ein paar Wochen zum Testen zur Verfügung gestellt, um für euch ein Video zu produzieren. Also, falls ihr ein Balkonkraftwerk habt und euch für das Thema Batteriespeicher interessiert oder ihr keins von beidem habt, aber mit dem Gedanken spielt, euch ein Balkonkraftwerk inklusive Speicher zuzulegen, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro stelle ich euch das Jackery HomePower 2000 Ultra vor und erzähle euch alles Wissenswerte zu dem Gerät, zu der Technologie und zu meinen Erfahrungen der letzten paar Wochen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, normalerweise war es geplant, dass ich das Video bei mir im Garten aufzeichne, da ich dort einfach ein bisschen mehr Platz habe. Aber ich weiß nicht wieso, aber seitdem ich das Gerät habe, hat es hier nur noch geregnet, war nur noch bewölkt, und heute soll der erste mehr oder weniger sonnige Tag sein. Aber mir ist das Ganze ein bisschen zu riskant, deswegen bin ich hier geblieben und erzähle euch hier ein bisschen was zu dem HomePower 2000 Ultra von Jackery. Bevor ich zu dem Gerät komme, möchte ich noch mal ein paar Gedanken mit euch teilen aus meiner Vergangenheit. Also, das letzte Mal, dass ich mich intensiv mit dem Batteriespeicher beschäftigt habe, ist ungefähr 2 Jahre her. Damals war das so, dass sich die Teile normalerweise nicht amortisieren. Zu der Zeit war es aber so, dass Solarpaneele noch relativ teuer waren und die Batteriespeicher noch um einiges kleiner und auch um einiges teurer waren. Und damals war es so, dass sich die Teile erst nach 10 bis 15 Jahren, wenn überhaupt, amortisiert haben. Das war damals zumindest das Ergebnis, wenn man das Ganze berechnet hat. Dann bis vor einem Jahr war das so, dass die Rechnung, wie lange es dauert, bis sich die Batteriespeicher inklusive Solarpaneele amortisieren, war die Rechnung so, dass es ungefähr 5 bis 8 Jahre dauert. Damals ist man aber davon ausgegangen, dass der Batteriespeicher ungefähr 1500 Euro kostet, mit einer Kapazität von ungefähr 1,5 Kilowattstunden, und die Solarpaneele im Normalfall 2 Stück irgendwas um die 350 Euro kosten. Nagelt mich da mit den Preisen jetzt nicht fest, aber das war meistens so, bevor die 600 Watt Grenze Mitte Mai 2024 gefallen ist. Nur als kleines Beispiel: Im September 2022 habe ich für einen Wechselrichter mit 300 Watt und einem Solarmodul mit 385 Watt Peak 443 Euro gezahlt. Dann das zweite Modul inklusive Wechselrichter im Juni 2023 habe ich das gekauft. Wieder ein 300 Watt Wechselrichter mit Solarmodul, damals 410 Watt Peak, und das hat mich damals 329 Euro gekostet. Heute kostet mich das Ganze beim gleichen Händler 289 Euro, aber dann sprechen wir von 2 x 450 Watt Peak und einem 800 Watt Wechselrichter. Also ihr seht, allein schon wegen der stark fallenden Preisen bei den Solarmodulen ändert sich die Berechnung mit der Amortisation sehr stark. Heutzutage ist das so, dass man aktuell bis zu 2000 Watt auf seinem Dach montieren darf und es auch als Balkonkraftwerk anmelden darf. Und aus den 600 Watt sind ja mittlerweile 800 Watt geworden, die man einspeisen darf. Und die Batteriespeicher sind von ungefähr 1,5 Kilowattstunden auf mittlerweile 2 Kilowattstunden gewachsen. Und der Preis hat sich in der Vergangenheit im letzten halben Jahr ungefähr um ca. 25 bis 50% reduziert. Aktuell bekommt man zum Beispiel 1,5 Kilowattstunden an Batteriespeicher schon ab ca. 500 Euro. Und durch diese, ich sage mal, 2 bis 3 Änderungen der vergangenen 6 bis 12 Monaten hat sich natürlich auch die Rechnung, wann sich hier so ein Teil amortisiert, komplett geändert. Und zwar nicht zum Negativen, sondern natürlich zum Positiven. Und genau aus diesem Grund hat sich auch meine Einstellung in den letzten Monaten zu diesem Thema Balkonkraftwerk bzw. Balkonspeicher auch komplett geändert. Und aus diesem Grund war ich auch umso erfreuter, als mich die Firma Jackery gefragt hat, ob ich nicht das neue HomePower 2000 Ultra testen möchte und dazu ein Video machen möchte. Und wie man unschwer erkennen kann, konnte ich natürlich der Versuchung nicht widerstehen und habe sofort Ja gesagt.
Bevor ich auf das Produkt jetzt näher eingehe, muss ich noch einmal ganz kurz ausholen, und zwar geht es um die letzten Wochen, wo ich das Teil hier getestet habe. Also, wie anfangs erwähnt, habe ich das große Glück, dass seitdem ich das Teil hier habe, es einfach nur noch permanent geregnet hat. Was heißt das jetzt für den Test? Also, der Batteriespeicher ist voll geworden, aber das war dann irgendwann um die Mittagszeit und hat sich dann im Laufe des Tages natürlich wieder geleert. Das Ganze wurde dadurch beschleunigt, dass meine Frau aktuell noch in Elternzeit ist, also zu Hause ist, und dadurch wurde der ganze Strom, der in den Balkonspeicher ging, direkt wieder verbraucht, und die Wolken haben dann dafür gesorgt, dass er sich nicht mehr wirklich aufladen konnte. Das ist generell jetzt nicht weiter schlimm, denn genauso soll es ja sein. Der Überschuss soll in den Batteriespeicher gehen, und wenn er dann gebraucht wird, soll er von dort wieder entnommen werden. Aber wieso erzähle ich das? Ich hätte euch halt gerne ein paar schöne Kurven gezeigt, wo man schön sieht, dass der Batteriespeicher geladen wird und dann irgendwann mal voll ist und dann wieder über Nacht entleert wird und so weiter und so fort. Aber das kann ich euch leider nicht zeigen, weil einfach das Wetter nicht mitgespielt hat. Ist ein bisschen traurig, aber ich kann daran nichts ändern. So, genug drumherum geredet, kommen wir jetzt zum Jackery HomePower 2000 Ultra und ein paar technischen Daten, denn da sind ein paar ganz interessante und neue Features mit an Bord, die es so bis jetzt zumindest noch nicht gab, zumindest ist mir das nicht bekannt. Also, der Batteriespeicher, der hat eine Speicherkapazität von stolzen 2 Kilowattstunden. Bei der Batterie handelt es sich um eine Lithium-Eisenphosphat-Akku und die Lebensdauer beträgt wie üblich 6000 Ladezyklen, was wiederum eine Lebensdauer von ca. 10 bis 15 Jahren entspricht. Wobei man hier auch bedenken muss, dass die Akkus dann nicht komplett leer oder kaputt sind, sondern noch eine Restkapazität von ungefähr 70 bis 80% haben. Nagelt mich da jetzt nicht fest, was der Gesetzgeber da genau vorschreibt, aber ich meine, es waren irgendwas um die 70%, was die noch haben müssen. Das heißt, selbst wenn diese 6000 Ladezyklen erreicht sind, kann man den Batteriespeicher weiterhin nutzen, nur sind halt nicht mehr die 100% der ursprünglichen Kapazität halt vorhanden. Den Batteriespeicher kann man auf bis zu 8 Kilowattstunden vergrößern. Das heißt, man kann hier weitere 3 2 Kilowattstunden Batterien hinzufügen, die dann hier unten drunter montiert werden, und dann hat man insgesamt 8 Kilowattstunden Batteriespeicher. Der Speicher selbst kann mit bis zu 2800 Watt geladen werden, und man schafft es so dann, den Speicher innerhalb von 52 Minuten auf ungefähr 80% zu laden. Das ist vor allem dann wichtig, wenn das Teil als Notstromversorgung dienen soll oder als mobiler Speicher. Das heißt, man nimmt ihn irgendwo in den Garten mit und muss ihn vorher schnell mal aufladen. Der Speicher selbst, der verfügt hier an der Seite über eine Steckdose, an die man irgendwelche Geräte anschließen kann, also zum Beispiel Kühlschrank, Trockner oder ähnliches. Und dieser AC-Ausgang liefert 1500 Watt und funktioniert auch, wenn der Strom ausgefallen ist oder das Teil nicht am Stromnetz angeschlossen ist. Und zu guter Letzt, das Gewicht von diesem Teil beträgt stolze 26 Kilo. Deswegen musste ich auch hier meinen Tisch ein bisschen verstärken, damit der nicht durchbricht. So, kommen wir jetzt zu den Anschlüssen. Also wir haben hier auf der rechten Seite von mir aus haben wir 2 MPPT-Anschlüsse, an die man bis zu 2000 Watt anschließen kann. Das heißt, man kann jeweils 2 mal 500 Watt Module parallel an den MPPT anschließen und kommt dann auf die angegebenen 2000 Watt, die man hier anschließen kann. Dann haben wir noch hier auf der Seite eine Standard-Schuko-Steckdose, die 2 Funktionen hat. Einmal kann sie verwendet werden, um zum Beispiel Geräte mit Strom zu versorgen, das heißt als Notstromgenerator. Oder man kann die Steckdose auch dazu verwenden, zum Beispiel einen Mikrowechselrichter anzuschließen, an dem schon zum Beispiel Solarmodule verbaut sind. Das war bei mir zum Beispiel so der Fall. Ich hatte ja schon ein Solarmodul auf dem Dach und das war auch schon mit einem Wechselrichter verbunden. Und diesen Wechselrichter habe ich dann hier angeschlossen und dadurch konnte ich halt den Speicher hier zusätzlich über das vorhandene Solarmodul bzw. den Wechselrichter mit Energie versorgen. Das Ganze verbirgt sich hier hinter dieser Abdeckung, ist also gut vor Spritzwasser geschützt und ja, was soll man dazu sagen? Es ist eine Steckdose.
Dann haben wir hier oben, das ist der Stromanschluss für das Gerät. Hier befindet sich eine Antenne und dann zu guter Letzt gibt es hier noch einen Anschluss, hätte ich fast gesagt, aber das ist kein Anschluss, sondern ein Druckentlastungsventil. Das verbirgt sich nämlich hier hinter diesem schwarzen Noppen. Und eine weitere Neuheit und Besonderheit des HomePower 2000 Ultra von Jackery ist, dass das Gerät ein aktives Brandlöschsystem hier eingebaut hat. Das heißt, hier drin sind Sensoren verbaut und falls eine zu hohe Temperatur erkannt wird oder Rauch oder sonstige Fehlfunktionen erkannt werden, die auf einen Brand hindeuten, dann wird hier drin ein aerosolbasiertes Löschsystem aktiviert. Das heißt, hier drin befindet sich eine Kartusche, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wenn eine Fehlfunktion oder ein Feuer erkannt wird, wird diese Kartusche, ich sage mal, gesprengt oder kontrolliert, das Gas rausgelassen und dadurch, dass dieses Aerosol freigesetzt wird, verdrängt es den Sauerstoff und löscht so das Feuer, denn das Feuer hat dann keinen Sauerstoff mehr zur Verfügung und somit wird das Feuer halt gelöscht, indem ihm der Sauerstoff hier über dieses Druckentlastungsventil abgegeben wird. Zusätzlich zu dieser aktiven Brandbekämpfung wird man natürlich auch noch per App benachrichtigt und soweit ich mitbekommen habe, macht sich auch dieses Gerät bemerkbar. Das heißt, es fängt an zu piepsen, wenn irgendetwas ist und dann wird man halt informiert, dass irgendetwas nicht stimmt. Aber leider habe ich dazu nicht mehr Informationen gefunden, wie das genau funktioniert, aber so ungefähr sollte das Ganze funktionieren. Aber ihr müsst jetzt keine Angst haben, das Teil löst nicht sofort aus, wenn irgendetwas nicht stimmt, sondern das Ganze ist in 3 Stufen unterteilt und warnt euch, bevor es ans Eingemachte geht. Also im Normalfall würde sich das Teil vermutlich, bevor ein Brand entsteht, abschalten und euch über die Fehlfunktion warnen. Und erst wenn alle Sicherheitsmaßnahmen fehlgeschlagen sind, wird das Aerosol-Brandbekämpfungssystem hier drin gestartet und löscht das Feuer. Auch noch wichtig zu wissen, dieses Brandlöschsystem ist in jeder Haupteinheit verbaut, sowie in jedem zusätzlichen Akku, den ihr hier unten drunter montiert. Dann, was den einen oder anderen wahrscheinlich auch noch interessieren wird, ist, wie es mit der Lautstärke dieses Gerätes hier aussieht. Denn normalerweise müssen diese Geräte gekühlt werden, denn beim Umwandeln von Gleichstrom in Wechselstrom und umgekehrt entsteht natürlich Wärme und die muss ja irgendwie abgeleitet werden. Und bei diesem Gerät ist es so gelöst, dass das Ganze über großflächig angebrachte Kühlrippen gemacht wird. Das heißt, hier drin ist keine aktive Kühlung mit Lüftern verbaut und somit arbeitet das Gerät im Grunde lautlos. Dann noch ein paar weitere technische Informationen. Das Gerät arbeitet in einem Temperaturbereich von minus 20 Grad bis plus 55 Grad. Wobei, wenn es so kalt ist, springt eine Heizung an, die hier drin verbaut ist und die schützt dann die Batterien. Und was man dabei dann natürlich bedenken muss, ist, dann arbeitet das Gerät natürlich nicht mehr so effizient, denn dann muss es halt Strom entnehmen für die Heizung und dadurch sinkt die Effizienz des Gerätes oder die Speicherkapazität, die man dann noch verwenden kann. Dann ist das Gerät auch noch mit IP65 angegeben, das heißt, es ist vor Spritzwasser geschützt, aber dennoch sagt der Hersteller, man soll das Gerät unter einem Dachvorsprung oder ähnliches aufstellen, damit das Gerät vor extremen Wetterbedingungen geschützt ist. Ich bzw. wir haben es bei uns auf dem Balkon unter einem kleinen Dachvorsprung stehen, wo es etwas vor direkter Sonneneinstrahlung und dem Regen geschützt ist. Aber dennoch hat es in den letzten Tagen einiges an Wasser abbekommen, da es einfach so heftig geregnet hat und der Wind den Regen einfach gegen das Gerät gepeitscht hat. Aber das hat ihm bis jetzt zumindest nichts ausgemacht. Dann ein letztes technisches Detail, was vielleicht auch noch zur App gehört, aber das kann man auch hier schon an dieser Stelle erwähnen. Das Gerät kann mit dynamischen Stromtarifen arbeiten. Das heißt, man könnte theoretisch, wenn der Strom günstig ist und die Sonne gerade nicht scheint, kann der Speicher mit günstigem Strom geladen werden und wenn der Strom wieder teurer ist oder in der Nacht, kann man ihn dann wieder hier aus dem Gerät entnehmen. Wobei, wichtig zu wissen, aber ich denke mal, das werden viele von euch wissen, wenn sie sich mit dem Thema dynamischen Stromtarif auseinandergesetzt haben oder besitzen.
Beim Beladen und Entladen des Speichers treten natürlich Verluste auf, also Umwandlungsverluste, und diese muss man berücksichtigen, wenn man den Speicher mit günstigem Strom lädt. In der Regel sagt man, dass diese Umwandlungsverluste irgendwo zwischen 10 und 20% betragen, und da muss man natürlich beim Laden mit einem dynamischen Stromtarif natürlich berücksichtigen. Dann würde ich sagen, kommen wir kurz zur Installation. Zur Installation ist im Grunde nicht wirklich viel zu sagen. Das ist relativ einfach und im Grunde in 1, 2, 3, 4, 5 Minuten oder so erledigt, wenn die Solarmodule schon montiert sind. Denn das Gerät muss im Grunde nur mit einer Steckdose verbunden werden und dann, je nachdem, ob man ein vorhandenes Balkonkraftwerk nutzen möchte oder Solarmodule anschließen möchte, schließt man einfach entweder die Solarmodule an die MC4-Buchsen an oder steckt den Schuko-Stecker in die des vorhandenen Wechselrichter hier in den Batteriespeicher ein, und das war's im Grunde. Und dann kann man im Grunde das Gerät schon fast verwenden, aber man sollte, um das volle Potenzial aus dem Gerät rausholen zu können, das Gerät mit dem Internet und der App verbinden und dann die Grundkonfigurationen vornehmen. Die Inbetriebnahme mit der App ist im Grunde sehr einfach. Man muss nur die richtige App runterladen. Wieso erzähle ich das? Ich hatte nämlich am Anfang zuerst mal die falsche App runtergeladen und hatte mich gewundert, dass ich den Speicher nicht mit der App verbinden kann, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, dass ich die falsche App runtergeladen habe. Denn ihr benötigt die App mit dem Namen Jackery Home. Denn es gibt noch eine andere App und die heißt, wenn ich mich richtig erinnere, einfach nur Jackery oder irgendwie sowas, und mit der funktioniert es natürlich nicht. So, um euch die App besser zeigen zu können, werde ich jetzt das Gerät wieder bei mir oben auf dem Balkon montieren, den Wechselrichter wieder anschließen, hier an diese AC-Steckdose, dann die Solarpaneele anschließen, und dann schauen wir uns kurz die App an. Kurz vorab, die App ist recht umfangreich, was Statistiken und so angeht, und ich werde nicht im Detail darauf eingehen, da ansonsten das Video viel zu lang wird. Deswegen gehe ich nur grob auf die einzelnen Sachen ein und zeige nur das Wichtigste. Bevor ich euch die App zeige, wichtig nochmal vorab zum Thema Effizienz des Speichers. Hier muss man noch ein paar Sachen wissen. Wenn ihr einen vorhandenen Wechselrichter an den Stromspeicher anschließt, dann werdet ihr nicht 100% der sonst erzeugten Energie verwenden können, sondern es gehen ca. 10 bis 20% oder mehr an Umwandlungsverlusten hier drauf. Das heißt, angenommen, das Solarmodul liefert 400 Watt, dann werden diese 400 Watt, die aus eurem Wechselrichter als Wechselstrom an den Batteriespeicher über die Steckdose geliefert werden, wieder in Gleichstrom umgewandelt, um ihn in den Akku hier drin zu speichern. Dann, wenn die Energie wieder benötigt wird, muss sie wieder aus dem Akku entnommen werden und muss dann wieder umgewandelt werden in Wechselstrom. Und das bedeutet, dass dann wieder Umwandlungsverluste auftreten. Das sollte man also bedenken bzw. beachten. Aber manchmal ist es halt einfach nicht anders möglich, so wie bei mir. Und dann muss man halt die Verluste in Kauf nehmen. Dann, was man auch noch wissen sollte, um diesen Speicher so effizient wie möglich betreiben zu können, benötigt man eigentlich einen Stromzähler oder ein Energiemessgerät, den man mit dem Batteriespeicher verbinden kann. Und dann landet man relativ schnell bei Shelly, denn Jackery und Shelly arbeiten zusammen, und diese Shelly-Steckdose oder diese Energiemessgeräte von Shelly, der Pro 3 EM oder wie in meinem Fall der Shelly Pro EM50, lassen sich sehr einfach einbinden und werden für den Betrieb des Batteriespeichers empfohlen. Wieso man die braucht, das ist relativ einfach. Der Batteriespeicher muss ja wissen, wie viel Energie ihr gerade benötigt, um diese Energie dann aus dem Batteriespeicher zur Verfügung zu stellen. Ihr könnt zwar den Batteriespeicher auch ohne ein Shelly-Gerät betreiben, aber dann wird das Ganze etwas ineffizienter, aber prinzipiell ist es möglich, denn ihr könnt in der App eine Grundlast einstellen, wann wie viel verbraucht wird, und so simuliert ihr im Grunde ein vorhandenes Smart Meter.
Das versteht sich aber jetzt von selbst, dass das Ganze nicht so genau funktioniert, wie wenn man zum Beispiel einen Shelly hat, der dann alle 3 bis 5 Sekunden Daten des Verbrauchs an den Batteriespeicher übermittelt und so eine, ich sag mal, mehr oder weniger Nulleinspeisung relativ nahe kommt. Aber prinzipiell ist das so möglich. Ich hatte das Ganze bei uns für ungefähr 1 bis 2 Wochen so in Betrieb, denn ich hatte aktuell keinen passenden oder zu dem Zeitpunkt keinen passenden Shelly bei mir verbaut und habe dann einfach unseren Grundverbrauch, der bei ungefähr 200 Watt liegt, einfach in der App eingetragen und dann wurden konstant 200 Watt aus dem Batteriespeicher zur Verfügung gestellt und das hat im Grunde ganz gut funktioniert. Das hat sich dann vor allem nachts gut bemerkbar gemacht, denn dann ist der Stromverbrauch auf nahezu 0 runtergegangen, denn ich hatte das so eingestellt, dass er nachts 170 Watt abgibt, also zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens und dann von 6 Uhr bis 10 Uhr morgens sollte er geladen werden. Das hat alles soweit super funktioniert. Wie gesagt, war es in der Zeit sehr bewölkt, deswegen konnte der Akku nicht so schnell geladen werden und außerdem muss man auch noch wissen, dass wir zurzeit 2 Module installiert haben mit jeweils 600 Watt und das eine Modul wird morgens von ca. 7 bis 14 Uhr mit Sonnenlicht versorgt und das andere Modul nimmt den Betrieb irgendwann zwischen 12 und 20 Uhr auf. Das heißt, die Module sind so ausgerichtet, dass sie gerade so den Eigenbedarf abdecken und nicht mehr wirklich viel für das Befüllen des Speichers übrig bleibt. Deswegen hat das mit der Zeit so mehr oder weniger gepasst, wobei ich zwischendurch auch immer wieder mal über die App manuell eingegriffen habe und nachgesteuert habe, was auch sehr gut funktioniert hat, was aber auf Dauer nicht wirklich Sinn macht, denn es ist doch ziemlich aufwendig. Auf jeden Fall, da mir die Firma Jackery dann auch noch 4 flexible Solarpaneele zum Testen zur Verfügung gestellt hat, habe ich dann nach circa 2 Wochen oder so, nachdem dann auch der Shelly installiert war, habe ich dann weitere flexible Solarpaneele bei uns auf dem Dach montiert, um genau zu sein 3 davon montiert, denn das 4. hatte keinen Platz mehr. Aber die sind senkrecht am Balkon montiert und werden durch einen Baum sehr stark verschattet. Deswegen liefern sie jetzt nicht wirklich viel Energie, aber es reicht im Normalfall, um den Akku mittags schneller laden zu können. Zu den flexiblen Solarpanelen muss man sagen, die sind nicht so effizient wie normale Solarpaneele, aber dafür wiegen sie nur einen Bruchteil, ich glaube irgendwas um die 3 Kilo und sind auch sehr einfach zu montieren. Ein solches Panel zum Beispiel von Jackery kann bis zu 200 Watt Peak liefern, wobei man hier auch bedenken muss, dass sie um einiges kleiner sind wie normale Solarpaneele. Wie das Ganze bei mir montiert ist, das werde ich euch auch hier nochmal einblenden, wie das Ganze aussieht. Dann könnt ihr euch einen besseren Eindruck verschaffen. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt endlich mit der App los, denn ich bin schon extrem abgeschweift von dem Thema. Aber ich hoffe, das vermittelt euch ein besseres Verständnis für dem, was ihr seht und wie das Ding funktioniert. So, dann schauen wir uns jetzt mal schnell die App an. Also wir sehen hier auf der linken Seite bei PV, dort sehen wir die flexiblen Module, die angeschlossen sind und was sie gerade aktuell liefern. Und dann hier unten bei AC-Ausgang, dort könnt ihr umstellen, ob das Ganze als Ausgang oder Eingang dienen kann. Wenn ich mich recht erinnere, passiert das automatisch. In der Mitte sehen wir den Batteriespeicher. Er ist mit 1,6 Kilowattstunden geladen, das sind 77%. Und der aktuelle Status beträgt oder ist entladen, das heißt, er saugt Energie aus dem Akku raus und gibt ihn ans Hausnetz ab. Hier unten rechts auf der Seite bei Haushalt, dort ist der Haushalt, also wie viel Strom gerade benötigt wird. Aktuell sind es 250 Watt. Und dann oben rechts im Eck sieht man halt, was aus dem Netz gerade geladen wird. Und dieses kleine Symbol unter dem, das ist der Shelly, der taucht automatisch auf, falls ihr ein Shelly angeschlossen habt. Und wenn ich richtig informiert bin, wenn ihr Steckdosen von Shelly noch habt, dann tauchen die hier auch nochmal separat irgendwie in der Leitung auf. Da ich keine habe, kann ich das nicht testen. So, dann in der Mitte, wo Eigenverbrauch steht, bei Arbeitsmodus, dort könnt ihr umschalten die einzelnen Modis, das heißt Akkupriorität, dann wird Energie aus dem Netz gezogen und gleichzeitig von den PV-Modulen und der Akku wird geladen. So schnell es halt
halt möglich ist. Können wir mal kurz testen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn zum Beispiel Gewitter aufkommt oder man weiß, dass der Strom abgeschaltet wird oder man das Gerät zum Beispiel in den Garten nehmen will, um zum Beispiel das Gerät als Stromversorgung im Garten zu nutzen. Jetzt sehen wir, jetzt gehen 682 Watt aus dem Netz in den Akku und gleichzeitig halt die PV-Module und so wird das Teil halt schneller geladen. So, dann gehen wir nochmal in diesen Modus rein. Dann haben wir den anderen Modus Eigenverbrauch. Das ist das, wenn man zum Beispiel einen Shady hat, dann kann man das auf Eigenverbrauch stellen. Und bei Zeitabhängigkeit, dort könnt ihr Zeiten einstellen, wann der geladen werden soll. Also ihr könnt hier aussuchen, entladen oder beladen und könnt dann halt sagen, dass zu bestimmten Zeiten geladen oder entladen werden soll. Dann bei intelligenter Modus, wenn ihr einen dynamischen Stromtarif habt, dann könnt ihr das hier drüber einstellen. Da ich keinen habe, kann ich euch nicht wirklich viel dazu sagen, außer dass es möglich sein soll, dass man das machen kann. So, ich stelle wieder um auf Eigenverbrauch und dann sollte er automatisch wieder umspringen. Dann, was gibt es noch? Was kann ich euch noch zeigen? Bei Trend, dort sind die einzelnen Diagramme hinterlegt, also PV. Dort sieht man, was die Module aktuell geliefert haben, kann es ein bisschen eingrenzen und man sieht halt auch, es ist wirklich sehr bewölkt. Es gibt immer mal Ausschläge nach unten, nach oben, dann hier, wo der Batteriespeicher aus war, wo ich ihn hier für euch getestet habe, beziehungsweise ihn euch hier gezeigt habe. Dann bei Akku auch wieder, hier sehen wir, wann er entladen, beladen wurde und hier sehen wir, wie schnell er beladen wurde, beziehungsweise dann irgendwann mal entladen wurde. Bei Ausgabe, das ist, wenn ich mich richtig erinnere, die Steckdose, die liefert ja gerade Strom und deswegen wird es hier angezeigt, wie viel gerade geliefert wird. Und bei Netz, da sieht man halt, ja, wie viel man ins Netz eingespeist hat, rausgeholt hat und so weiter und so fort. Und hier unten zum Beispiel sieht man ganz schön diese kleinen Ausschläge. Das ist immer, wenn der Kühlschrank angegangen ist. Und ja, dort wird euch halt angezeigt, wie der Stromverbrauch ist. Dann unter Geräte, dort ist einmal das HomePower 2000 Ultra selber zu finden und kann noch ein paar Einstellungen nehmen. Und wenn ihr hier oben auf dieses Plus drückt, dann könnt ihr neue Geräte hinzufügen und dann wird zum Beispiel der Shady hinzugefügt. Beim HomePower selber, hier sieht man halt ein paar technische Informationen und wenn man hier auf das Schieberegler mit diesem Einstellmodus geht, da kann man halt sagen, wie die Entladegrenze aussehen soll. Also man kann hier einstellen zwischen 5 und 100%. Empfohlen wird aber, dass man es auf 10% lässt. Das heißt immer 10% Restkapazität im Akku belassen und die Ladeobergrenze bei 100%. Extremwetterwarnung, das ist auch noch ein interessantes Feature. Dort könnt ihr einstellen, dass wenn Extremwetter vorhergesagt wird, dass der Akku so schnell wie möglich geladen wird. Das heißt, wenn dann ein Stromausfall ist, dass das Gerät voll ist und ihr es dann als Notstromgenerator verwenden könnt. So, das lassen wir weg, wollen wir nicht. Oder ich glaube nicht, dass ich es benötige. Und dann hier bei Smart Meter kann ich euch noch mal kurz zeigen. Ich habe bei mir einen Einstromwechsel, ein Phasen Strommessgerät angeschlossen. Deswegen gibt es bei mir nur eine Phase und es ist nur der Kanal A aktiviert. Und bei Phasenumkehr hier kann es notwendig sein, je nachdem wie ihr die Klemme anschließt, dass ihr das hier aktivieren oder deaktivieren müsst, damit der Stromspeicher weiß, wann er Strom einspeisen bzw. nicht einspeisen muss. So, und ansonsten müsste es das gewesen sein. Ich glaube, ich habe alles erzählt, was wichtig ist. Hier sieht man halt nochmal, wie viel generiert wurde, die Einnahmen und so weiter oben. Aber dadurch, dass es so bewölkt war, sind die Zahlen jetzt nicht so beeindruckend für die letzten paar Wochen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter im Video und viel Spaß damit. So, kommen wir zu meinem Fazit, wobei man hier beachten muss, dass das Ding jetzt gerade mal, ich glaube, irgendwas um die 3, 4, 5 Wochen in Betrieb war und konnte, wie erwähnt, nicht sein volles Potenzial ausnutzen. Aber die Tendenz zeigt, dass sich die Investition in so einen Speicher mittlerweile relativ zeitnah amortisieren kann.
Denn die Preise für eine Kilowattstunde sind relativ stark gefallen. Der aktuelle Preis für einen 2 Kilowatt Speicher mit Haupteinheit belaufen sich auf ungefähr 1000 Euro, wobei es hier auch immer wieder irgendwelche Aktionen gibt und dann fällt der Preis auch mal unter die 1000 Euro. Dann, was man auch noch wissen sollte, jeder weitere Speicher von diesem System kostet aktuell bei Jaggery ca. 700 Euro. Und auch hier wieder, wenn man den richtigen Zeitpunkt erwischt, kann der Preis auch nochmal etwas günstiger sein für einen 2 Kilowatt Speicher. Und wenn man dann das Ganze berechnet, also wann sich das Ganze amortisiert, kann sich das Ganze unter bestimmten Umständen schon innerhalb von 5 Jahren amortisieren. Das Ganze ist aber ein sehr komplexes Thema und hängt auch immer davon ab, wie viele Module hat man installiert, wie ist die Ausrichtung der Module, wie ist der eigene Bedarf, wie ist das Nutzungsverhalten und so weiter und so fort. Da spielen wirklich sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle und pauschal kann man leider nicht sagen, dass nach x Jahren sich das Ganze amortisiert, aber mit den ständig fallenden Preisen, was den Batteriespeicher angeht, verschiebt sich diese Zeit immer schneller und immer stärker und die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Ganze lohnt, zumindest was es das Finanzielle angeht, wird halt immer Wahrscheinlichkeit. Bei mir ist die Skepsis auf jeden Fall verschwunden, allein aus dem Grund, dass die Preise so stark gefallen sind und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Strompreis in Zukunft weiterhin so günstig bleibt, wie er aktuell ist, denn er ist ja in den letzten Monaten je nach Region relativ stark gefallen und wenn sich dieser Trend wieder umkehrt, erhöht sich natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Ganze noch schneller lohnen wird. Mal ganz davon abgesehen habe ich ein relativ stark ausgeprägtes Nachhaltigkeits- oder Öko-Gedanken und mir gefällt auch die Idee, den selbst erzeugten Strom selber nutzen zu können und ihn nicht irgendwie an die Stadtwerke oder so zu verschenken. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden und mir ist klar, dass es ein relativ kostspieliges und auch aktuell keine Garantie gibt, dass sich das Ganze lohnt nach x Jahren, aber die Chancen, dass sich das Ganze relativ zeitnah amortisiert, stehen doch ganz gut. Zu dem Gerät selbst, ich hatte in der Zeit, in dem ich das Ganze teste, keinerlei Probleme mit der App oder mit irgendwelchen Zickereien. Sie hat einfach funktioniert. Die Zusammenarbeit zwischen Shelly und Jaggery funktioniert auch so, wie sie sollte. Und wenn die Sonne mal durchgehend scheinen würde, könnte ich auch nochmal ein paar schöne Diagramme einblenden. Aber mal gucken, vielleicht kommt es ja heute und dann blende ich sie nachträglich nochmal ins Video ein. Zum Thema Smart Home. Die Jaggery-Geräte lassen sich aktuell nicht mit dem Smart Home verbinden. Eventuell ändert sich das irgendwann mal, wäre auf jeden Fall wünschenswert. Aber das Ganze funktioniert auch ohne, dass man es ins Smart Home einbindet. Und ich denke, für die meisten wird es vermutlich auch kein Muss sein für den normalen User oder Anwender. Zum Thema dynamische Stromtarife und dem Zusammenspiel kann ich nicht wirklich viel sagen, da ich keinen solchen Tarif habe. Aber ich denke, das wird schon irgendwie klappen. Zumindest hoffe ich das. Und demnächst werde ich mich auch mal mit dem Thema beschäftigen, denn das ist, glaube ich, in Zusammenspiel mit so einem Speicher doch ganz interessant und ein Blick drauf lohnt sich bestimmt. Zur Verarbeitung an sich, da kann ich eigentlich nichts Negatives sagen. Es macht einen guten Eindruck, aber gewinnt definitiv keinen Schönheitswettbewerb. Was ich vermisse, ist ein Display hier vorne, das einem ein paar Daten anzeigt, aber das wurde vermutlich weggelassen, um die Kosten etwas zu senken, denn das Teil ist ja doch relativ günstig im Vergleich zum Vorgängermodell und im Grunde kann man ja alles über die App auf dem Handy sehen und theoretisch braucht man es nicht. Schön wäre es aber trotzdem gewesen. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist die Tatsache, dass das Teil ein Brandbekämpfungssystem integriert hat. Das empfinde ich zumindest als sehr beruhigend, auch wenn Lithium-Eisenphosphat-Akkus nicht dafür bekannt sind, Probleme zu machen. Aber ich kann dadurch einfach besser schlafen und habe ein besseres Gefühl und verkehrt ist es definitiv nicht. Also im Großen und Ganzen kann ich nichts Negatives nach so kurzer Zeit sagen und ob sich das Teil irgendwann mal amortisiert, das wird die Zeit zeigen. In diesem Sinne, falls ihr Interesse an dem Jaggery HomePower 2000 Ultra habt,
dann schaut mal in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch auch nochmal einen Rabattcode. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und viel Spaß mit dem Jackery Home Power 2000 Ultra.